Ja, jetzt schnell raus hier. Der Boden ist total durchweicht. Ehrlich. Ich bin gespannt, ob ich hier rauskomme, ey. Was eine Strecke heute, Ja, oder? was eine Strecke. Das sieht man halt echt nicht alle Tage. Aber heute... Halten und weiter langsam kommen lassen. Okay. Fahren wir ein bisschen mehr in die Mitte. Ja, perfekt. Du fährst. Ich hoffe, dass die Erde unter unserem Auto noch nicht ganz aufgeweicht ist, weil sonst haben wir jetzt echt ein Problem hier. Hast du jetzt eine Scheibe Käse? Schatz, ist doch was Wir Richtiges. haben nichts mehr. Dann fahren wir jetzt erstmal zum Max Burger. Nein, da sind wir noch gar nicht. Halbe Scheibe Käse. Geht's jetzt gut mit einer Scheibe Käse und einer Cola? Wir hatten heute so Internetprobleme den ganzen Vormittag. Und das hat mich dann innerlich so gestresst, weil ich Meetings hatte. Und wenn das Internet nicht gut läuft, mache ich mich selber dafür verantwortlich, weil ich dafür zuständig bin, dass das Internet gut läuft. Und deswegen hatten wir so einen Stress schon den ganzen Vormittag, dass ich einfach nicht zum Essen gekommen bin und jetzt nur eine Zimtschnecke gegessen habe. Aber ja, so ist das manchmal. Aber wir wollen euch natürlich erstmal ordentlich begrüßen und dementsprechend herzlich willkommen zu einem neuen Freitag, zu einer neuen Folge aus Pablo, aus Norwegen, auf dem Weg nach Schweden. Ihr seht, es läuft nicht immer alles ganz reibungslos mit Arbeiten von unterwegs. Das Internet in Norwegen und in Schweden ist schon verdammt gut. Ich würde behaupten, einiges besser als in Deutschland. Das ist jetzt nicht so die Kunst. Aber ab und zu ist dann halt doch irgendwie, hängt der Wurm drin? Ist der Wurm drin? Ist der Wurm drin. Und wir müssen den Stellplatz wechseln. Deswegen stehen wir jetzt hier einfach nur am Kompostwerk, an der Müllhalde, am Parkplatz von den Mülltonnen, gleich neben uns. Wir pfeifen uns jetzt eine Cola rein. Es ist Donnerstag. Gerade so halbwegs das Video fertig bekommen. Ich hoffe, euch hat das letzte Video gefallen. Es ist extrem lang geworden. Wir haben so viele Aufnahmen in Norwegen gemacht. Es war einfach so spektakulär. Und ich wollte da irgendwie nichts rauslassen, weil ich fand, es war einfach eine Ecke schöner als die anderen. Ich bin gespannt, wie es ankommt bei euch. So ein langes Video hatten wir noch gar nicht. Deswegen habe ich gleich erstmal eine Umfrage reingemacht. Wäre cool, wenn ihr daran teilnehmt. Dann können wir das ein bisschen einschätzen, ob das cool ist, wenn wir lange Videos machen oder ob ihr lieber kurze Videos mögt. Weil wir haben da irgendwie, ja, wir können es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß es nicht. Normalerweise ist es ja irgendwie so zwischen 20 und 30 Minuten so ein Video von uns. Und das war jetzt bedeutend länger. Das waren eigentlich 2 Folgen in einer. Los geht's. Attacke, Cola reinpfeifen und heute müssen wir ein bisschen fahren, weil wir wollen wieder nach Schweden fahren. Ja, wir freuen uns schon. Ja, wir hatten ja im letzten Video auch gesagt, dass uns Norwegen extrem gut gefällt. Aber wir Norwegen, glaube ich, einfach nochmal intensiv machen, wenn wir frei haben, wenn wir Urlaub haben. Ich habe jetzt aktuell nicht die Urlaubskapazität, um Norwegen richtig zu bereisen. Und Schweden ist einfach in Kombi mit der Arbeit ein bisschen entspannter. Deswegen geht es zurück nach Schweden, aber da gibt es ja auch noch jede Menge zu entdecken. Was haben wir gerade gesehen? Ich behaupte einfach mal, es war ein Elch. Es waren Rentiere. Es waren Rentiere. Wir haben jetzt auf der Strecke tatsächlich 4, 5 Rentiere gesehen. Ja, Und vielleicht sehen wir noch mal eins. wir fahren mal ein bisschen langsamer hier. Ja, ich versuch's. Ja, komm einfach hier raus. Ja, die Schweden an sich fahren ja eh alle langsamer, also kann ich mich einfach anpassen. Ja. Wahnsinn.
eine Strecke heute, Ja, oder? was eine Strecke. Das sieht man halt echt nicht alle Tage. Aber heute sind bestimmt schon Das waren jetzt fast schon Nummer 8, 7 9 oder 8 oder ja, sowas. locker. Richtig viel heute unterwegs. Leider keine Elche, die sind einfach nochmal gigantischer Anscheinend, ja. anscheinend und Wobei das ganz andere Geweih Kopfform. jetzt Aber es sah auch schon spektakulär aus. heftig, so riesen Geweihe. Stehen einfach mitten auf der Straße und lassen sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein imposantes Willkommen zurück in Schweden. Ja. Also Schweden empfängt uns heute gleich mit vielen Rentieren. Mal wieder saubere Wäsche. Ja. Wir sind gestern Abend relativ spät dann noch auf den Campingplatz gefahren. Und dieser Campingplatz ist 20 Minuten von Östersund entfernt. Litz Camping können wir sehr empfehlen. Zahlt man irgendwie 24 € und hat alles inklusive. Bis auf Strom, aber das brauchen wir auch nicht. Und jetzt haben wir heute Vormittag schon die ganze Wäsche gewaschen, frische Bettwäsche und genau, freuen uns jetzt, dass alles wieder frisch ist, pünktlich zum Wochenende. Wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt Pablo erstmal wieder richtig schnieke und ordentlich gemacht. Perfekt fürs Wochenende. Eine Sache fehlt noch, bevor wir weiterfahren, und das ist Abwasser und Frischwasser. Können wir hier auf dem Campingplatz auch direkt mit unterbringen. Und dann geht es für uns weiter und wir starten ins Wochenende. Da kommt's raus. Next. Ja, Frischwasser. Brauchen nicht viel, aber immer wenn wir die Möglichkeit haben, nehmen wir es natürlich mit. Ja, es hält schon echt lange jetzt mittlerweile, das Wasser. Echt ganz gut. Dadurch, dass wir jetzt hier noch diesen Hahn eingebaut haben, fließt da nicht immer Wasser raus und damit haben wir irgendwie viel mehr Reserven. Das war doof, dass wir das nicht schon viel früher gemacht haben. Und sind jetzt noch bei 80% oder so und haben schon 80, einmal geduscht. Werden jetzt aber trotzdem Ja, vorsichtshalber schon mal nachfüllen, wenn wir schon mal da sind. Das geht ja schnell. Vor allem, wenn es schon so voll ist. Wir brauchen hier wieder unser Filter dran. Wobei, ich muss das erstmal drüben einstecken, glaube ich. Der Campingplatz, könnt ihr sehen, hat übrigens auch 2 Seen. Also einmal da und den anderen sieht man jetzt leider nicht mehr. Also der ist echt schön angelegt. Den können wir wirklich sehr, sehr gut und wärmstens empfehlen. Bloß das mit dem Schlauch war immer so ein bisschen hier die MacGyver-Konstruktion. Ne? Ein bisschen Heckmeck hier, ja. Ja, warte mal. Das hier war das. Das hat auch irgendwie mehr schlecht als recht, diese. Das hier ran. Wassermarsch. Darf man nicht vergessen. Und wenn es da rausläuft, ist er auf jeden Fall mal bis hierhin voll. Ist immer noch nicht 100% voll, aber reicht vollkommen. Wo ist was, Schatz? Keine Ahnung. Also links ist die Kupplung. So.
Guck, jetzt rollen wir leicht. Ich weiß. So, jetzt drückst du mal beim Starten Kupplung und Bremse. Dreh mal, Bremse ist in der Mitte. Das ist immer die höchste. Richtig durchtreten. So. Jetzt drehst du das mal an. Okay, das war schnell. Okay, gut. Nee, ist okay. Okay. So, und jetzt legst du mal den ersten Gang ein. Geh mal raus. Guck mal. So, das ist jetzt neutral, da ist nichts. So, und jetzt geht's nach links und nach oben. So, und jetzt kommt anfahren. Jetzt kommt ganz langsam die Kupplung loslassen. Erstmal die Bremse. So, und jetzt Gas geben. Genau, und Kupplung kommen lassen. Genau, halten, halten, halten und weiter langsam kommen lassen. Okay, fahren wir ein bisschen mehr in die Mitte. Ja, perfekt. Du fährst. Okay, schalt mal einen zweiten. Das ist der Gang, mit dem du alles machen kannst. Oh. Okay, jetzt sind wir abgesoffen. Okay, nochmal von vorne. Ja. Du musst erst den Motor anmachen. Mach erstmal raus, genau. Kupplung und Bremse treten. Hab ich. Bremse auf, ja. Ich will anhalten. Ja, dann halt an. Bremsen. Kupplung und Bremsen. Hab ich. Okay. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Ganz A. Könnte sein, dass du jetzt gerade im vierten bist. Ja, ich bin gerade in irgendwas. Du bist in einem Höhengang. Genau. Geh mal nach links. Jetzt? Nee, ich glaube noch nicht. Nach links? Ja. Bis weiter. Aha. Jetzt aber, oder? Ja. Bisschen weiter nach links fahren. Und Missfahrerin, Truckermeisterin. Wie war's? Ich bin ein bisschen stolz auf mich, weil für mich ist Autofahren, vor allem mit dem Schalten, ich hasse es. Ich habe es schon seit der ersten Fahrstunde gehasst und ich möchte auch bitte keine Kommentare lesen, dass wir uns mit dem Fahren doch abwechseln können. Für Fabi und mich ist das vollkommen in Ordnung, wir haben da unsere eigene Vereinbarung, aber jetzt zum Drohnefliegen war der Zeitpunkt gekommen, dass ich mal diese wunderschöne Waldstraße befahre. Und es war jetzt auch echt okay. Also ich bin stolz auf mich, dass ich mich getraut habe. Ich bin aber auch sehr froh, dass kein Auto von vorne kam. Und Fabi hat gesagt, ich habe es nicht schlecht gemacht. Du hast es sehr gut gemacht. Und ein Auto kam sogar von vorne. Ja. Und wie ist sie nicht gecrashed? Ja, genau. Pablo ist heil geblieben. Wir sind heil geblieben. Und ja, das war jetzt ein aufregender, mir ist sehr warm, aufregender Start. Gut, jetzt fahren wir weiter. Ja. Wenn wir mit mir fahren würden, würden wir, glaube ich, 3-mal so lang brauchen. Tankt schon da. Ja. Aufgenommen. Sollen wir mal kurz gucken? Ich muss hier eh umdrehen, dann können wir mal kurz rausgehen. Da ist das Schild. Scheint nicht aufzuhaben. Schade.
In Schweden gibt es ja die große Lobbys oder Löppels Kultur, so Flohmärkte. Es sind ja teilweise private, teilweise schon kommerziell, sag ich mal. Aber fühlt sich auch irgendwie falsch an, hier einfach mal so auf so ein Privatgelände zu fahren. Naja, aber die kommen hier ständig und überall, dann nehmen wir halt den nächsten. Hier könnte man aber auch einen schwedischen Krimi drehen, ja? Ja, aber super schönes Gelände. Echt traumhaft schön. Naja, so, aber weiter geht's. Wir sind jetzt einmal in Schweden. Ich musste jetzt einmal Knäckebrot kaufen. Ja, okay. Bist du froh, wieder in Schweden einkaufen zu können, nicht in Norwegen? Ist schon echt nochmal ein bisschen leichter und auch schon nochmal günstiger, muss man echt sagen. Also ich habe jetzt für einen riesen Einkauf mit wirklich viel Gemüse und Obst um die 80 € gezahlt. Damit kommen wir aber locker eine Woche aus. Also dann kaufen wir mal, wenn wir auf irgendwas Appetit haben, mal noch. Aber also eine Woche locker. Ja, viel günstiger ist das in Deutschland auch nicht. Und da war jetzt sogar ein bisschen Bier dabei und ja, das ist schon okay, glaube ich. So, jetzt muss nur alles verstaut werden. So, was gibt's heute? Es gibt heute Buffalo Quesadillas mit Salat. Und zwar werden das Quesadillas mit Champignons. Und die Champignons werden aber in einer Buffalo Hot Sauce, also mit Chili, mariniert. Jo, und dann... Ich probiere mal wieder ein neues Rezept aus. Bist du bereit Bereit. für die große Wandertour? Mal gucken. Heute gibt es Müsli. Müsli mit frischem Obstsalat. Los geht's. Oh, diesmal Himbeeren, oder? Ja, wie in Norwegen letzte Woche. Es tut mir auch echt leid, dass jedes Video gefühlt damit beginnt, dass ich irgendwelche Früchte sammle. Aber es ist so cool. Ich kenne das von meinen Eltern, weil ich im Garten, also mit dem Garten groß geworden bin. Und da gab es im Sommer auch immer jede Beere. Deswegen freue ich mich da immer so. Und hier sind halt ganz viele Himbeeren. Wie schön. Du wolltest es haben und jetzt gibst du es mir. Ja klar. Ja, aber. Der Luchs. Das Leberblümchen. Eine ganz große Map. Also es gibt ganz verschiedene Wanderwege. Ich glaube, wir gucken gleich mal. Also ich würde vielleicht so. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Entscheidungsfindung. Es geht nach links. Bad mood. Sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your couch was on a rerun. Are you Wir sind übrigens im Skuleskogen Nationalpark und so wie es sich anfühlt, ist es mit Abstand der beliebteste schwedische Nationalpark. Es sind gerade Sommerferien und hier fahren jetzt Shuttlebusse rum, dass man
manche Strecken nur Einweg laufen muss und zurückfahren kann. Und dementsprechend voll ist er auch. Zum Glück verteilt sich jetzt hier an der Stelle ein bisschen. Und der Nationalpark hat so ein paar Besonderheiten. Zum einen befindet er sich an der Ostsee. Also man hat mehr Blick nachher. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen, aber das seht ihr dann später. Wir sind übrigens innerhalb von einer Woche von der Nordsee, vom Atlantik rüber an die Ostsee gefahren. Und haben jetzt mal schnell zweimal mehr innerhalb von einer Woche. Been one or two since I ran into you. Do you need a picture? Well, I get so. It's hard to take one when your iPhone's full. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Not blue. Außer Puste. Ja. Bin ich jetzt echt. Ist ganz schön. Also, es ist schon auch anspruchsvoll mit den ganzen Steinen, muss man halt ein bisschen gucken. Und wieder mal ein Hoch auf gute Wanderschuhe. Aber es ist auch wieder eine richtig, richtig schöne Wanderung, muss ich sagen. Und wir haben es vorhin schon gesagt, immer samstags haben wir gutes Wetter. Die Woche über ist schlechtes Wetter und Samstag haben wir so einen Traum. Also es ist echt perfekt. Schwedischer Wandersnack. Knäckebrot. Und Fabi hat gesagt, wir haben nämlich in Norwegen, ich dachte es wäre Frischkäse, aber es ist so Schmelzkäse mit Jalapeno. Und Fabi meinte, es schmeckt bestimmt auf dem Knäckebrot sehr, sehr lecker. Deswegen testen wir das jetzt. Soll ich dir einfach mal was drauf machen? Ja. Aus der Tube. Aus der Tube. Beiß rein. Hm. Hm? Find's ganz geil. Wacken in Schweden. Ja, wir haben jetzt Wacken in Schweden. Schlamm. Ich bin auch hier wieder jedes Mal geflasht, weil die Natur auch hier einfach so traumhaft schön ist. Also guckt euch das doch mal an. Das ist doch richtig, richtig schön. Sieht so idyllisch aus. Ja, wir sind gerade ein bisschen unschlüssig. Wir sind die ganze Zeit den orangenen Weg gefolgt. Aber jetzt wollten wir eigentlich den blauen Weg folgen, aber wir sehen keine blauen Markierungen. Deswegen gehen wir den orangenen. Erstmal. Mal gucken, wo wir rauskommen. Irgendwo werden wir schon ankommen.
sein. So? Ich hätte gedacht, wir sind hier. Ach so. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Oder sind wir hier? Nee. Da sind aber keine Toiletten eingezeichnet, oder? Doch. Doch. Sind wir schon so weit? Oder sind wir hier? Das könnte auch sein, dass wir hier dann langlaufen. Das könnte auch sein. Weil da ist auch ein Grill eingezeichnet. Das könnte auch sein. Aber hier ist auch ein Grill eingezeichnet. Ja, aber das ist das ja nicht, Schatz, oder? Nee, das ist ein kleiner See hier. Das wird eher das hier sein, oder? Ich gucke erst mal bei Google Maps. Nee, hast recht, wir sind hier. Oder? Wir sind hier, wir müssen einfach hier weiterlaufen, dann kommen wir da drauf. Kannst du noch? Yes, Endspurt. Jetzt Ja. sind wir auf dem blauen Pfad. Ja, wir haben den blauen Pfad gefunden, wir waren richtig und sind jetzt quasi auf dem Weg zum Eingang Süd zurück, weil da steht Pablo. Und dann haben wir einmal so einen Rundweg quasi gemacht durch diesen wunderschönen Skuleskoga Nationalpark. Sehr zu empfehlen, können wir euch wirklich extremst ans Herzen legen. Und wir haben noch gar nicht das Meer gefunden, das ist erst da unten. Ja, man sieht es von hier. Boah, ist das hell. Das Meer! Krass, oder? Geil. Und jetzt echt alles heute. Also jetzt nur noch hier Mini-Meeresfeeling. Richtig schön. Fix und fertig nach einer 5-Stunden-Wanderung. Ich habe richtig Hunger. Wir haben heute nur dieses Zwieback gegessen. Nicht Zwieback, Knäckebrot. Wir müssen jetzt erstmal gleich, wenn wir ein bisschen uns erholt haben, hier rausfahren und irgendwo zu irgendeinem See, wo wir heute Abend grillen können. I saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmering sound. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. I know my life will never be the same after that day. You wrap me around your fingers and you stay. I don't ever wanna be alone again. In spite of all, you're my best friend. So, wir haben uns wieder einen hervorragenden Stellplatz hier ausgesucht. Voll. Also Stellplätze in Schweden sind wirklich nochmal Next Level irgendwie. Ja. So, wir essen jetzt erstmal eine Runde und dann, keine Ahnung, haben wir eigentlich nur einen halben Tag frei heute. Es ist jetzt gerade mal 4:30. Vielleicht können wir heute Abend noch Stockbrot machen. Mal gucken. Ich habe noch keinen Hefeteig gemacht. Aber schauen wir mal. So. Wir waren irgendwie nach der Wanderung dann so geschafft vorhin. Also haben das dann doch irgendwie ganz schön gemerkt. War richtig, richtig schön, aber wir waren echt ausgepowert. Haben dann nach dem Grill noch uns erstmal eine Stunde ins Bett gelegt. Ich habe dann eigentlich auch noch Hefeteig gemacht, weil wir Stockbrot machen wollten, aber wir sind jetzt so voll. Aber
Dann haben wir für morgen schon richtig frischen Hefeteig. Auch nicht schlecht. Ich wollte übrigens, weil ich jetzt schon häufiger nach dem Brötchenrezept auch gefragt wurde, werde ich das einfach mal unter diesem Video als Kommentar reinschreiben und markieren. Dann könnt ihr euch das abspeichern. Dann habt ihr es auch für alle Fälle. Wir lieben diese Brötchen, wie gesagt, und freuen uns schon morgen wieder frische Sonntagsbrötchen zu haben. Fabi ist draußen. Oh. Was denn? Kratzt das Feuer richtig gut aus. Ja, komm gleich wieder. Aber da gehen wir jetzt auch mal raus. Es ist übrigens relativ frisch, jetzt auch abends schon. Also man merkt, es ist jetzt Anfang August. Und dadurch, dass es die letzten Tage auch viel geregnet hat, ist es definitiv jetzt nachts auch schon kühler. Aber so ein Feuer macht es auf jeden Fall auch wieder richtig schön warm. Wie schön ist dieses Licht jetzt bitte gerade? Es ist wieder ein absolut schöner Platz. Da hinten steht noch ein anderer Van und hier stehen wir einfach ganz alleine. So, und wir beide lassen jetzt den Abend hier richtig schön am Feuer ausklingen. Machen uns ja einen gemütlichen Lagerfeuerabend mit Lagerfeuergeschichten. Mal gucken, was uns da so einfällt. Und ich würde sagen, euch sehen wir dann morgen früh wieder. Gute Nacht. Es ist noch sehr früh. Es ist irgendwie 6 Uhr morgens. Und es hat gerade angefangen zu regnen. Und wir sind jetzt ein bisschen, nicht panisch geworden, aber ein bisschen vorsichtig geworden, weil wir müssen ja... Oh, blöder Freund. Ja, wir müssen hier noch hoch. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, wahrscheinlich nicht. Es ist schon ein guter Anstieg und relativ kurze Anfahrt. Ja, mal gucken, ob wir es schaffen. Kein Bock, mich jetzt hier festzufahren. Ja, wir müssen relativ schnell Geschwindigkeit gewinnen. Schnell alles abgeräumt. Hier sieht es jetzt aus, aber... Okay, los geht's. Das geht ja schon durch. Aber... Okay, ja. Naja, aber du weißt es nicht, wenn sich das jetzt richtig eingeregnet hätte, wäre das vielleicht doch irgendwie nachher kritisch geworden. Also es ging, aber es war nicht ganz ohne. Hätte sich schon festfahren können, glaube ich. Soll ich da vorfahren? Aber ich glaube, so können wir lieber jetzt noch 2-3 Stunden entspannt schlafen. Ja, es ist wirklich... Also der Platz ist schön. Ich sehe noch unsere Spur. Es ist halt... Wenn man einen Platz hat, wo man weiß, dass man Probleme hat, dann schläft man halt irgendwie nur ganz so gut. Und wenn es dann noch regnet. Ja, und ich hatte mal aufs Regenradar geguckt, es könnte halt immer mal wieder jetzt regnen. In Schweden ist halt unberechenbar, es kann halt richtig regnen. Weil dann könnte es schon sein, dass es ein bisschen eklig wird, rauszukommen. Und da hoch, also das waren schon ein paar 5, 6, 7 Prozentpunkte Steigung. Das ist dann schon ein bisschen eklig. Ja, dann stelle ich lieber hier so hin. Ja, wir stellen uns jetzt hier nicht auf die Wiese oder so. Ja, genau, hier vorne. So, dass wir noch ein bisschen ruhig schlafen können. Ja. Okay, das war's auch schon wieder. Wir schlafen mal weiter. Bis nachher. Ein paar Stunden später
wir haben es gerade auch nochmal gesagt, so eine Nacht- und Nebelaktion verspult dann immer total. Und wir haben jetzt auch ungewöhnlich lange da durchgeschlafen. Da versteckt sich auch noch jemand im Bett. Und ja, ich hatte jetzt die wunderbare Idee, dass ich die Heizung im Bad anmache. Also Vorwärme, das Wasser vorwärme, damit ich dann duschen kann. Und vorher gehe ich aber eine Runde in den See, damit ich richtig wach werde. Und dann gibt es frisch gebackene Brötchen. Wir starten ganz langsam in den Sonntag und müssen uns da mal einen Kopf machen, was wir heute machen wollen. Oder? Was sagt der kleine Schlummerbär? Ich bin noch richtig fertig. Aufstehen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Ich habe Sonnenschein. gehört, wir haben einen neuen Busfahrer, deswegen kann ich heute im Bett liegen bleiben. Nee, da hast du dich verhört, weil ich würde das der Menschheit noch nicht zutrauen. Schade. Da musst du noch etwas mehr mit mir üben. Na gut, dann stehe ich mal auf. Das Aufstehen und dann geht's in den See und dann gibt es Brötchen. Das ist doch die beste Idee überhaupt. Ich zeige euch gleich nochmal die Auffahrt. Die ist nämlich ganz schön tricky gewesen. I could sit around and wait all day. You lay easy on my mind. Ich wollte euch nochmal schnell die Auffahrt zeigen, um die wir uns heute Morgen so Sorgen gemacht haben. Es sieht auf der Kamera nie spektakulär aus. Es geht auch. Das Ding ist halt, ich hatte nicht so ein richtiges Gefühl, wie befestigt hier der Untergrund ist. Es ist so ein bisschen Rollsplit drauf, aber wir sind wirklich an der einen oder anderen Stelle, als wir hochgefahren sind, echt durchgedreht. Und ihr seht, man muss hier erstmal eine schöne Kurve fahren, um dann hochzukommen. Und ja, mit 3,5 Tonnen Frontраdantrieb, der hat echt ganz schön gekämpft, Pablo. Das war, ich würde mal sagen, wirklich das Maximum der Gefühle, was wir so Offroad-mäßig fähig sind mit unserem Fahrzeug. Wir hätten dann im Zweifel rückwärts hier hochfahren müssen und dann schön die Kurve hier nehmen. Ich glaube, ihr könnt uns verstehen, dass wir dann lieber, wenn es regnet, dann doch lieber gefahren sind, weil so eine Kurve, vor allem hier der Teil wirklich an der engsten Stelle, macht es ja gleich einen Sprung um 2 Meter von hier nach da drüben. Also das ist wirklich die tricky Stelle, wo wirklich, ihr seht, auf der rechten Seite das eine Rad durchgedreht hat. Und wenn du hier schon keine Geschwindigkeit bekommst oder aufnimmst, dann hast du eigentlich schon verloren. Du wirst es bestimmt nicht gut kennen auf der Kamera, aber da ist auf der rechten Seite durchgedreht, also hier. Und hier dann auf der linken Seite. Ja, wären sie beide gleichzeitig durchgedreht, hätten wir echt ein Problem gehabt. Obwohl die Straße eigentlich jetzt schon relativ gut befestigt aussieht, aber... There is nothing in you that's fading. All you ever do is shine. You are brighter all the time. And I don't wanna waste it on anybody. Take it with anybody but you. I don't wanna waste it on anybody. Make it with anybody but you. I don't wanna waste it on anybody. Und dann werden die Sachen nicht trocken und sonst. Einen schönen Montagmorgen. Wir wollten gerade anfangen mit Arbeiten
Jetzt geht hier einfach in Schweden die Welt unter. Das Internet ist auch schon ausgefallen. Irgendwo ist der Blitz eingeschlagen. Ich hoffe, dass wir noch von unserem Platz hier wegkommen gleich, weil wir stehen auf unbefestigtem Weg. 1 Meter, ich sag mal 2 Meter von der befestigten Straße entfernt. Und es regnet einfach nur noch. Also es könnte eine richtige Schlammfahrt werden. Es hat schon die ganze Nacht, es hat so geregnet und gedonnert und ich glaube, es war auch ein bisschen windig, weil der Van hat schon ab und zu mal ein bisschen gewackelt. Also das ist echt, was ist das für ein Wetter? Im Süden Europas brennen die Wälder und Mittel- und Nordeuropa ist einfach nur von Regen bestimmt. Das ist wirklich, ja, schon ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber es gießt einfach nur in Strömen, es gewittert. Und ich hoffe, dass die Erde unter unserem Auto noch nicht ganz aufgeweicht ist, weil sonst haben wir jetzt echt ein Problem hier. Das könnte eine richtige Rutschpartie werden. Ja, jetzt schnell raus hier. Der Boden ist total durchweicht. Ehrlich? Ich bin gespannt, ob wir hier rauskommen, ey. Ein bisschen Schiss habe ich echt. Es ist jetzt kein leichtes Fahrzeug. Man sieht es hier schon. Ja, das sind diese Pfütze auch. Alles nass. Alles nass, okay. Sind die beiden noch da? Also, da ist ein Zelt noch hinter uns. Ja, Ja. dann sind die das noch. Da sind noch welche im Zelt hinter uns. Okay, jetzt heißt kontrollieren. Langsam anfahren, nicht festfahren und dann hoffentlich mit Schwung durch die Pfütze. Nichts, was ich machen sollte. Okay, los geht's. Handbremse ist weg. Los geht's. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut Was aus. war jetzt gedacht? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh ja, gerade ist er einmal ein bisschen durchgedreht. Okay, jetzt sind wir auf der befestigten Straße. Aber man sieht's echt. Alles nass. Also da standen wir auch. Ich hole jetzt mal noch schnell die GoPro und mach mich noch mal schnell nass. Sieht jetzt gar nicht so viel aus an Regen, aber es ist echt viel Regen. Nicht hinfallen! Alter Schwede. Boah, Na gut, das schüttet. also man sieht es auch auf jeden Fall. Das war gestern alles noch nicht. Also das ist wirklich, da standen wir. Es ist jetzt echt schon ganz schön durchwässert hier. Der Himmel sieht auch nicht so aus, als hätte er Lust, heute nochmal aufzubrechen. Also ich glaube, das regnet heute einfach den ganzen Tag weiter. Und wir müssen jetzt irgendwie einen Platz finden, weil ich brauche Internet zum Arbeiten. Das war gerade schon echt wieder kritisch mit Meetings. Ich hoffe, die beiden werden nicht weggeschwemmt hier mit dem Dachzelt oder mit der Zeltkonstruktion. Nach ein paar sehr verregneten Tagen sind wir wieder in Östersund gelandet. Das ist die nächstgrößere Stadt für uns gewesen. Wir waren eigentlich an einem ganz anderen Ende in Schweden, an der Ostküste und wollten eigentlich eine ganz andere Strecke fahren. Die Plätze waren aber wirklich teilweise in einem katastrophalen Zustand, einfach aus den Gründen, dass es geregnet hat ohne Ende. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es hat geblitzt so sehr, dass ja, die Internetverbindungen teilweise ausgefallen sind und wir die Plätze verlassen mussten, weil das Internet einfach abgebrochen hatte und wir einfach weiterfahren mussten zum Arbeiten. Wir haben sowas noch nicht erlebt, wie viel Regen in kurzer Zeit runterkommen kann. Ihr seht, die nächste dicke Wolke braut sich schon wieder auf hinter mir. Und es ist jetzt mal zum Glück trocken. Wir haben aktuell richtig Probleme, unsere Klamotten trocken zu bekommen.
und wir haben richtig Bewegungsmangel. Ich habe jetzt genug rumgejammert hier. Wir wollen das gar nicht machen. Wir wollen nicht rumjammern. Wir wollen euch die schöne Natur Schwedens zeigen und wir wollen eine positive Message vermitteln in unseren Videos. Sind jetzt aber ein bisschen in dem Dilemma, weil wir uns einfach echt eingesperrt fühlen. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch euch ein realistisches Bild vom Vanlife vermitteln, weil es gibt genügend, die gerade damit anfangen. Es gibt natürlich auch immer wieder die Gegenvorwürfe, dass man auf YouTube und auf den Social Media Kanälen kein realistisches Bild vom Vanlife vermittelt bekommt. Das heißt, für uns ist das ein absolutes Dilemma zwischen, wir wollen euch die Realität zeigen und wir wollen euch aber auch eine positive Message vermitteln und zeigen, hey, geht raus an die Natur, geht an die frische Luft, macht, worauf ihr Bock habt und gleichzeitig auch mal zeigen, hey, es gibt auch mal nicht so coole Tage und es kann halt auch einfach mal regnen, im wahrsten Sinne des Wortes, und es kann auch mal ein bisschen grauer sein. Das ist nicht schlimm, aber auf eine lange Zeit ist es wirklich nervig, wenn man einfach auf 6 Quadratmetern gefangen ist und sich nicht bewegen kann. Deswegen sind wir jetzt in Östersund, um einfach mal ein bisschen in den Kaffee zu gehen und uns die Beine zu vertreten. Wir werden jetzt noch ein bisschen arbeiten und hoffen, dass sich das Wetter ein bisschen bessert, dass wir euch nächste Woche wieder ein schönes Video zeigen können mit einer grandiosen Natur, die es hier in Schweden einfach gibt. Und in dem Sinne, macht's gut alle zusammen. Wir wünschen euch eine tolle Woche und hoffen, dass das Wetter bei euch so ist, dass man rausgehen kann. Macht's gut.